Hallo Leute, es geht nochmal in einem kleinen Video um den Tronxy-Drucker. Und zwar geht es darum, dass jetzt ja auch einigen Kommentaren die Fragen aufkamen, was ich jetzt an dem Drucker alles verändert habe und was im Endeffekt umgebaut worden ist und welche Upgrades ich woher habe. Deswegen habe ich mir gedacht, mache ich dazu mal ein kleines Video und tue die Upgrades mal als Bilder hier mit einblenden. Eins nach dem anderen. Es geht halt darum, dass ich hinterher auch in dieser Reihenfolge dann die Links unten reinsetzen werde, inklusive der Links, die von meinem Thingiverse sind. Dann könnt ihr das dort alles runterladen. Dann muss keiner suchen, das ist dann einfacher und geht auch viel schneller. So, es geht jetzt dann los mit dem Display-Adapter, dass das Display weiter vorne sitzt. Das ist eines von meinen Teilen, die ich gezeichnet habe. Dann haben wir dieses erweiterte Rad für das Bed-Leveling. Das ist sehr sinnvoll, weil man halt viel feinfühliger daran drehen kann. Deswegen musste ich allerdings auch das Display nach vorne setzen. Das nächste ist dann der Adapter für die Webcam. Das ist halt einfach nur wie so ein Gliedermaß. Da kann man sich auch mehrere drucken. Ich habe das jetzt auch ein bisschen zweckentfremdet. Also ich habe quasi noch einen zweiten Winkel dann gedruckt und da die Webcam drauf gemacht, dass sie halt quer sitzt und nicht längs. Ja, das ist eigentlich ganz cool so. Es hält auch sehr gut, es vibriert wenig, das ist schon echt in Ordnung so. Das nächste ist der LED-Halter für die LED-Strips. Da habe ich auch einen sehr schönen schmalen gefunden. Der war, glaube ich, für einen Ender oder sowas. Aber seht ihr ja auch in den Links. Und dann der Adapter für den Extruder. Das ist ja dieser Arm, den habe ich ja auch schon in einem anderen Video drinne. Und als letztes dann der Z-Support für den Tisch, dass das Ganze stabiler wird. Ja, das war dann eigentlich im Endeffekt alles. Bei dem Z-Support habe ich halt jetzt noch Metalllager drinne. Die sind um einiges genauer wie diese Kunststoffdinger bei dem Tronxy. Manche haben ja keinen Kunststoff bei dem Tronxy, manche haben da ja ähm, sowieso auch Metall ab Werk drinne. Das ist irgendwie total unterschiedlich. Das hat auch irgendwie, so wie es aussieht. Ich habe da ja schon einige Videos jetzt selber gesehen. Nichts damit zu tun, was man für eine Variante vom Drucker kauft. Das ist trotzdem so oder so drinne. Wahrscheinlich kaufen die dort, wo es am günstigsten ist. Ich weiß es nicht. Ja, und das sind halt im Endeffekt dann die Upgrades, die ich so da dran gemacht habe. Das letzte, was jetzt noch fehlen würde, sind die Versteifungswinkel. Die habe ich jetzt nicht extra fotografiert, weil ich eigene gezeichnet habe, nachdem ich diese runtergeladen habe, die etwas größer sind. Und habe diese dann an die kritischen Punkte gemacht und ich habe sie auch aus Metall, also aus Aluminium gelasert, nicht gedruckt. Aber die größeren, die ich gemacht habe, die lassen sich sehr gut drucken, weil das ist dann verteilt sich das ein bisschen besser von der Last. Ich würde sie halt auch vor allen Dingen recht stabil drucken, also nicht nur mit 10% Infill oder so. Ich würde da schon so auf 30 oder 40% Infill gehen. Ist ja trotzdem kein Material, was da drauf geht. Und das würde ich jetzt halt so dann machen. Alle anderen Teile, das muss halt dann quasi bei den LED-Halter ist ja sowieso 100%, aber bei den Rädern und bei der Webcam, da muss es jeder selber entscheiden, wie schwer er da was dranhängen möchte. Das ist ja dann kein Problem, da wird man ja schon so ein bisschen Erfahrung mitbringen, wie das funktioniert oder eben nicht. Ja, das war eigentlich schon das kurze Video dazu. So hat jeder das, was er sucht und kann sich das einfach rausziehen. Und dann würde ich sagen, wünsche ich allen noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Video. Abonnieren und Glocke nicht vergessen. Und lasst es euch gut gehen.